Willkommen zurück bei Time Out Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen dir die Dakar, wie du sie im Fernsehen nicht zu sehen bekommst. Wir sind in Heil, wunderschönes Wetter nach einer bitterkalten Nacht. Es war sicher Minusgrade, denn unsere Stühle, die Scheiben waren mit Eis überzogen am Morgen. Aber jetzt kommt langsam die Sonne, oder nicht langsam, sie ist da und sie wärmt und das ist doch sehr angenehm. Gestern Abend kam spät in der Nacht dann auch der Nissan von Taz und Mike. Gibt da schlechte Neuigkeiten, die steigen aus dem Rennen aus. Dem Taz, dem geht's gut, der hat Schmerzen in den Hüften. Den Mike haben sie dann gestern Nacht noch nach Riyadh geflogen. Den möchten sie hier noch operieren am Rücken. Das werden sie aber unterlassen, sondern sie wollen nach Amerika zurückfliegen. Daher aktuell wird alles gepackt. Es geht jetzt dann ein Flieger von hier, von Heil Richtung Riyadh, wo sie dann am Nachmittag bereits Richtung Amerika abreisen. Wir wünschen der ganzen Crew gute Besserung und vielleicht sehen wir uns an der Dakar 2026 nochmals. Dann generell gab es gestern viele Schäden, nicht nur bei den Schnellen, sondern auch bei der Classic. Unsere Nachbarn, mit denen wir eine Scheibe kaufen gingen, die haben sich komplett überschlagen. Das Auto sieht sehr schlecht aus. Gemäß den Bildern haben sie da eine Düne falsch eingeschätzt und sind regelrecht darüber geflogen. Ich weiß noch nicht, wie es denen geht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich gehe noch einmal vorbei und schauen, ob sie bereits hier wieder im Camp sind oder ob die auch im Spital sind, denn der Helikopter war ja auch da. Und dann habe ich ja gestern noch ein bisschen Verwirrung gestiftet wegen der Nummer, dass ich die nicht im Video hatte. Also die Nummer von gestern, vom Video von gestern war 77. Und damit ich es heute nicht vergesse, mache ich es gleich am Morgen. Die Nummer für heute ist 34. Die Nummer für heute ist 34. Das ist das Auto von Cedric und Clemens, wo wir unterwegs waren mit der Frontscheibe. Von vorne sieht man, wie das Dach eingedrückt ist, inklusive dem Rahmen, also dem Käfig. Ich hoffe, denen geht's gut. Ich habe die Nummer, ich werde denen sicher mal schreiben. Wow. Jetzt ist ja auch immer das Thema, wie kommt er dann an den Hafen, weil wir sind, keine Ahnung genau, aber ich denke mal so 1500 Kilometer entfernt vom Hafen. Und jetzt muss er irgendwie darunter. Sehr oft werden hier lokale Transportunternehmen angefragt, wo dann den Transport übernehmen. Aber das Auto darf nicht hier bleiben, also das muss wieder nach Hause, ist wegen den Zollbestimmungen. Gleich nebenan noch ein Exemplar. Ebenfalls einen heftigen Einschlag. Im selben Team. Ein Zuschauer hat in einem Kommentar geschrieben, wie unser Iveco aussieht im inneren Bereich. Das ist nichts Spektakuläres, gerade im Gegensatz zu den tollen Service-LKW, die hier stehen. Für uns erfüllt es den Zweck extrem gut und ja, wir wollen euch den nicht vorenthalten. Ich zeige es euch schnell. Also es ist diese Traummaschine, habe ich schon seit 10 Jahren, brauche ich nur für die Rallye und es hat kein besonderes System oder ausgeklügeltes System. Es hat nur ein Bett
Und das Bett habe ich mit einem Freund von mir provisorisch für die Dakar 2021 für Adi und Ernst gebaut. Das war an einem Abend schnell. Dachte ich, ist ein Provisorium, dann baue ich das wieder aus. Seit daher ist es drin, weil es eigentlich sehr gut funktioniert. Hier haben wir Platz für die Festbänke. Die brauchen wir hier nicht, weil Montana Racing hat selber schon dabei und wir haben ja auch noch unsere Stühle dabei. Dann hat es unten verschiedene Kisten. Das ist bewusst so gelöst, dass es individuell anpassbar ist auf den Einsatz. Das heißt, es ist nichts fix, sondern alles in Euroboxen verstaut. Ihr seht, jede Kiste ist angeschrieben mit einer Nummer. Das ist nicht für mich, dass ich weiß, was drin ist. Das habe ich hier rangeschrieben, sondern diese Nummer ist für die Deklaration beim Zoll. Man muss in jeder Kiste sagen, was drin ist. Da gibt es verschiedene Codes, die man angeben muss, was da drin ist. Dann hätte der Bus auch eine Markise. Die haben wir jetzt aber nicht draußen wegen Wind. Hier windet es zwar nicht. Dann dieses Mal, das erste Mal dabei, die Kaffeemaschine, gesponsert von kaffeewelt.ch. Besten Dank, Bruno. So können wir guten Kaffee genießen hier im Camp. Sonst, wo der Tisch und die Maschine steht, steht mein Werkzeugkasten, dann Kühlschrank und hier einfach auch wieder Kisten. Die roten haben Essen drin. Was haben wir dabei? Einfach so kleine Snacks. Was Gesundes auch, damit man nicht nur immer diesen Junkfood isst, den wir hier bekommen als Proviant. Ist nicht aufgeräumt, aber so ist es. Das Bett hat ausreichend Platz für 2 Personen, ist sehr bequem und seit letztes Jahr, Dani Vetter hat mir eine Standheizung eingebaut, haben wir auch schön warm im Auto. Tja, das war's schon von unserem Fahrzeug. Klein, aber fein und wir haben doch im kleinen Platz viel mitnehmen können. Wir sind gut organisiert und wir sind extrem froh, dass wir ein eigenes Fahrzeug dabei haben. Es gibt Flexibilität und gibt auch die Möglichkeit, gewisse Sachen zu transportieren. So, nun ist es klar, das Rennen ist aus für Taz und Mike. Die ganze Crew geht zurück nach Amerika. Bereits heute Nachmittag. Die Crew von Taz macht sich auf den Weg an den Flughafen, hier in Heil, dann nach Riyadh, den Mike abholen und dann Frankfurt und dann Amerika, Kalifornien. Das Auto steht hier. Es wird von einem lokalen Unternehmen, welches die Organisation organisiert, direkt nach Jeddah gebracht, an den Hafen, dann nach Barcelona. Und Technosport holt es dann wieder ab in Barcelona und bringt das nach Como, wo es dann wieder repariert wird. Der Mike muss am Rücken operiert werden. Es ist aber nicht klar, ob das jetzt mit diesem Unfall nur zu tun hat, weil er hatte früher schon von Motorradrennen Rückenprobleme, Operationen. Ich denke, da gibt es noch schon eine Vorgeschichte, was dazu geführt hat, dass man jetzt nochmals operieren muss. Das will er aber in Amerika machen. Wir wünschen Mike sowie auch Taz gute Besserung. Ich freue mich sehr, dass sich Sven Quandt, Managing Director von X-Rate, Zeit nimmt für uns, ein paar Fragen zu beantworten. Kommt mit, wir gehen ins Camp von X-Rate. Hier bereitet man sich vor auf morgen, Ruhetag an der Dakar, immer mit viel Presse, Sponsoren, Freunden und anderen eingeladenen Gästen. Danke Sven, dass du dir die Zeit nimmst und uns ein paar Fragen für unsere Zuschauer beantwortest. Für die Leute, die X-Rate noch nicht kennen, wer ist X-Rate und welche Bereiche gibt es bei X-Rate? X-Rate gibt es seit 2002. Wir sind ein privates Team, bauen T1 Plus,
auf und den Fennig, den T3, also die Challenger-Klasse, haben damit 2 Autos im Team, haben bisher 6-mal die Dakar gewonnen mit den Minis und das ist auch unser Herzstück und der Fennig ist eigentlich jetzt erst neu dazugekommen, weil wir gesagt haben, wir brauchen auch ein kleineres Fahrzeug und nicht nur die großen Minis, um auch die Kunden vorzubereiten, schon mal mit dem kleineren Fahrzeug, erstmal bevor sie auf ein schnelles Fahrzeug umsteigen. Der Fennig, von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur Zulassung, wie lange dauert so etwas? Ja, das war ja unser Yamaha vorher sozusagen. Den haben wir im letzten Jahr nur verfeinert und haben praktisch nur den Mittelteil stehen lassen. Der Rest ist neu. Ein halbes Jahr etwa braucht man dafür, bis man das hat, wenn man die Mittel und die Möglichkeiten vor dem Engineering bei unserer Seite hat. Sonst dauert sowas normalerweise länger. Wenn ich jetzt als Privat so ein Fennig kaufen möchte, ist das schon möglich oder ist das noch zu früh? Die werden ab Februar, März werden wir die ersten verkaufen, wobei wir die Kunden, unsere alten Kunden, schon die ersten Fahrzeuge umbauen. Man kann also auch den alten Yamaha in einen Fennig umbauen und da stehen bereits die ersten Chassis bei uns. Ihr seid ja ein großes Team hier an der Dakar. Was sind die größten Herausforderungen hier vor Ort im Camp für euch als großes Team? Ja, die größte Herausforderung waren erstmal die ersten Tage logischerweise. Da stand zwar dann irgendwie Ruhetag für die Mechaniker, aber die mussten ausschlafen, nachdem sie erstmal 24 Stunden durchgearbeitet haben sozusagen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung dieses Jahr gewesen. Die war im Prinzip die ersten Tage viel, viel zu schwer. Und wir haben extrem viel Material verbraucht. Vor allen Dingen Bodyparts sind mittlerweile ganz knapp, weil durch die Sträucher und diese Bäume ganz viel kaputt gegangen ist. Das sieht man auch bei den anderen Teams. Das in den ersten 2 Tagen zu haben, das ist schon eine Herausforderung, dann zu sehen. Also wir kriegen jetzt noch Hauben eingeflogen, damit es überhaupt reicht. Welche Trends und Entwicklungen siehst du im Rallye-Sport in den kommenden 2, 3, vielleicht sogar 5 Jahren? Ja gut, wir haben erstmal bis 2027 noch das Reglement, wie es jetzt ist, mit den T1 Plus, also mit den Ultimate-Fahrzeugen. Und dann muss man sehen, was dann passiert. Das ist die große Frage. Die Alten dürfen weiterfahren, das ist schon mal gut. Es geht der Trend im Moment natürlich sehr stark in die Challenger rein. Aber wenn man jetzt diese Dakar ansieht, hat sich das wieder ein bisschen umgekehrt. Zwar viele Challenger, aber trotzdem sehr, sehr viel Ultimates auch dabei. Der T4, also der seriennahe Side-by-Side, hat ein bisschen nachgelassen, ein bisschen weniger. Die waren vorher sehr, sehr stark. Man sieht, dass mehr Kunden kommen im Moment. Das ist erstaunlich für uns. Die weltwirtschaftliche Situation sieht nicht so gut aus und trotzdem haben sehr viel Interesse, sich dann doch sowas zu gönnen und zu sagen, wir wollen Spaß haben und wir machen die Dakar mal. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit und ich wünsche euch als Team viel Erfolg an der Dakar 2025. Vielen Dank. Bereits heute wird am Bike von Tobi gearbeitet, also da werden viele Teile wie Kupplung und alles wird getauscht, erneuert. Gewisse Arbeiten heute und dann sicher morgen für die Mechaniker kein Rest-Day, sondern ein intensiver Arbeitstag. Wie auch bei X-Rays sind alle bereit, alle Mechaniker, alles ist vorbereitet, um während dem Rest-Day arbeiten zu können. Tobi ist zurück von der Marathon-Etappe. Erzähl mal, Tobi, was hast du erlebt? Wie gingen die letzten 2 Tage für dich? Ja, die letzten 2 Tage, also zu gestern, es ist schon sehr gut gegangen. Ich habe aber leider ein Problem gehabt. Schau. Ich bin in der Früh, wo ich zum Start gefahren bin, hat der Switcher leider nicht funktioniert. Jetzt haben wir den müssen kurz vor dem Start noch tauschen. Also wirklich kurz vor dem Start. Also es ist fertig getauscht worden. Habe noch 20 Sekunden auf die Uhr gehabt, bin zum Start gefahren, kurz stehen geblieben, Brille gerichtet und losgefahren. Es war aber echt ein guter Tag gestern. Es war technisch sehr schwierig zum Fahren. Ich habe das aber so super gemacht, auch mit Navigieren und alles. Und ich bin so stolz auf mich gewesen. Bin dann gestern gesamt 6. geworden und in der Rallye 2 habe ich einen Etappensieg gehabt. Also alles in allem bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Vor allem, dass ich mit den Top-Jungs den Speed mitgehen kann, das hat mir halt schon taugt. Ich bin der Einzige da vor, der was ein Standard-Motorrad hat, ist ein bisschen frustrierend, aber ich bin trotzdem voll zufrieden. Wenn ich jetzt Revue passieren lasse vom Rest-Day von letztes Jahr zu diesem Jahr, ist halt einfach 100 und was. Also wie wenn ich ganz anderer Fahrer weiß, da hat man einfach, dass sich die Arbeit einfach so auszahlt. Und wir sind dann gestern angekommen, ich bin 6. geworden und 1. in der Rallye 2 und haben da müssen im Zelt schlafen und es war verdammt kalt. Also es hat da oben 3 Grad gehabt, was ja schon nicht so fein war. Aber
nachdem ich letztes Mal im Motor gefahren bin, hat mich das eigentlich gar nicht so abgeschreckt, muss ich sagen. Habe dann heute als Sechster weggefahren, war natürlich dann sehr schwer zum Navigieren. Man hat zwar schon die Linien gut gesehen, aber wenn natürlich nur 5 vor dir sind, kann man sich vorstellen, dass es viel, viel leichter ist, wenn man als 15. oder so startet. Also da hat man schon brutal Zeit gut machen. Habe ich leider ein bisschen liegen lassen heute, aber es ist erst die erste Woche und es sind noch so viele Kilometer zum Fahren. Ich bin so froh, wenn jetzt einmal ein bisschen weniger Stunden sind. Auch wenn ich mich richtig wohlfühle drin und wirklich gut auf dem Weg bin, freue ich mich jetzt auf die zweite Woche, aber vor allem freue ich mich morgen auf den Pausetag. Wie sieht so ein Rest-Day für dich aus? Naja, ich weiß es nicht. Letztes Jahr habe ich keinen Pausetag gehabt. Ich habe das Motorrad machen, Kupplung wechseln und alles. Deswegen mal schauen, wie heuer wird. Es ist jetzt kurz vor 4. Wir fahren jetzt dann ins Hotel. Morgen wird dann noch bei Red Bull Barbecue anstehen und ein bisschen Mediensachen. Aber ansonsten glaube ich eigentlich gar nicht viel. Einfach relaxen, weil halt echt wieder sehr, sehr viele Kilometer auf uns zukommen die nächsten Tage. Also, es ist zwar Pausetag, aber es ist noch lange nicht vorbei. Ein Zuschauer hat noch gefragt, was du für einen Reifen fährst. Ich glaube, du hast mal gesagt, ich habe es auch wieder vergessen. Was fährst du für einen Reifen? Wir fahren den Michelin Desert Race. Ist eine sehr, sehr harte Mischung. Aber also so noch habe ich keinen da. So wie das ist mein Reifen jetzt gewesen. Bei der Marathon-Etappe haben wir 2 Tage gefahren. Also der wird da schon ordentlich rangenommen auf jeden Fall. Irgendwo ist er komplett da, ist er komplett aufgerissen. Also ich bin froh, dass es so gehalten hat, sage ich. Also das ist eigentlich der Beste auf dem Markt. Preis-Leistung am besten und hat eigentlich jeder. Dann besten Dank für deine Zeit und für die zweite Woche dann weiterhin viel Erfolg. Ja, danke. Wir hören uns bei der zweiten Woche wieder. Danke fürs Einschalten. Second week. Yeah, it was not too bad, but still. And the exhaust was bent and a lot of stuff. Der Frank und der Frieder sind auch zurück, ziemlich erschöpft von den 2 Tagen. Das Auto sieht gut aus, Kupplung macht ein bisschen Probleme und vorne ein bisschen kosmetische Korrekturen. Aber sonst. Hallo Sven, hallo, schön wieder da zu sein. Es war ganz schön anstrengend. Ja. Die 2 Tage waren sehr, sehr lang und waren auch sehr, sehr anstrengend. Am ersten Tag sind wir das erste Mal auch einen Dünentest gefahren. Der Dünentest war sehr, sehr anspruchsvoll. Also es gab eine große steile Düne, die war dann schon bestimmt 20, 30 Meter hoch. Und dann konnten wir auch beim 3. Anlauf sind wir dann hochgekommen und haben leider dann gesehen, dass auf der Rückseite der Düne schon die ersten Havarien waren. Unter anderem auch von unserem Teamkollege Tass. Tass ist leider zu schnell über die Düne gefahren und ist dann leider vorne mit der Schnauze stecken geblieben. Und nebendran lag auch schon ein Landcruiser, dem das Gleiche passiert ist. Sogar das Schicksal noch schlimmer war, er hat sich aufs Dach gelegt. Die Autos waren zerstört. Wobei die Besatzungen verletzt sind, aber es gab sonst nichts Schlimmeres. Wir haben dann versucht, auch dann sofort zu helfen. Das haben wir auch gemacht. Ich habe angehalten, habe dann das Fahrzeug mehr oder weniger mit meinem Auto hier geborgen, habe das Fahrzeug dann und den Tass dann zur nächsten Tankstelle gefahren. Die waren 40 Kilometer weit entfernt und dort wurde das Auto dann per Autotruck hierher gebracht ins Biwak. Dadurch war natürlich bei uns die letzte Sonderprüfung dann ungültig und jetzt sind wir weitergefahren. Abends sind wir dann ins Biwak. Ins Biwak war dann so, dass wir im Prinzip noch tanken mussten. Da war dann auch sehr viel los, weil wir kamen genau auch mit den ganzen T1, T2 und T3-Klassen rein und konnten dann noch dort essen und sind dann auch sofort ins Bett gegangen, haben noch die Kollegen Adi getroffen und haben dann mit denen noch mehr oder weniger noch kurz uns abgestimmt, uns erzählt, was den Tag passiert ist und dann sind wir auch ins Bett. Heute Morgen um 5 ging es wieder weiter mit einem sehr anspruchsvollen Test. Ein
ein Navigationstest mit über 50 Kilometer ins große Gelände rein. Wir hatten den Nachteil, dass die vor uns Fahrenden die 5 Startnummern ausgefahren sind. Das heißt also, wir hatten eine Zeitdifferenz drin von mindestens 5 Minuten. Wir haben niemand mehr gesehen. Wir konnten nur noch im Prinzip per Kompass und Spuren fahren, wo wir uns dann am Anfang wirklich ganz langsam durch das Terrain dann durchgearbeitet haben. Zum Schluss haben wir dann noch das Glück gehabt, es kam noch ein LKW und noch 2, 3 schnellere, die uns dann noch mal ein bisschen geholfen haben in der Navigation und konnten dann aus dieser Navigationsprüfung dann doch relativ gut wieder rausfinden. Die war auch ganz gut. Ich habe mal geguckt, also die Strafpunkte, wir haben 2, 3 Navigationspunkte nicht gefunden, aber die restlichen haben wir eigentlich gut erledigt. Dann sind wir in die letzte Wertungsprüfung reingefahren, die war auch relativ lang, das waren auch über 140 Kilometer Zeitprüfung. Sehr anspruchsvoll, weil der Sand extrem tief war. Teilweise bin ich mit dem Untersetzungsgetriebe gefahren. 2., 3. Gang untersetzt, sonst wäre ich da gar nicht rausgekommen. Die ganzen Zweiradautos, die hingen fest. Teilweise wurden die dann teilweise mit uns oder über LKWs geborgen. Dann sind wir im Prinzip dann mehrere Stunden später dann erst wieder ins Ziel gekommen und da hatte ich dann langsam das Gefühl, dass meine Kupplung nicht mehr richtig funktioniert und habe dann schon gemerkt, worauf muss ich achten, ist es vielleicht dann doch besser, jetzt das Auto zu schonen oder jetzt nochmal auf Angriff zu fahren in der letzten Wertungsprüfung. Aber ich habe mich dann darauf entschieden, dann doch über die Kupplung zu schonen und dann alles relativ im Schongang zurück ins Biwak zu fahren und bin jetzt halt froh, dass wir das Auto hier auf eigener Achse herstellen konnten. Super, besten Dank für die Ausführungen und morgen Erholung beim Rest Day und dann wieder Angriff. Auf das freuen wir uns ganz stark. Dankeschön. Danke dir. Dieser Renn-LKW stand heute schon den ganzen Tag da. Das heißt, er ist nicht gestartet oder konnte nicht mehr fahren. Er wird schon länger gearbeitet. Perquè ara agafem el mosquit i el rebaixem. Buscarem el que ens entra i l'altre el foradarem, perquè això és una mosca. Sí, millor. Millor perquè quedes travant numerada. Escolta, Marc, i si no li fem tròpolis en tots dos una mica? Ara que treballi obligat, que aquella goma allà, què? Jo faré tròpolis de treball els dos, i potser si el coixinet... El tornillo. Una, dos. Per Zufall gerade gesehen das Auto von TAS, also so wird das nach Jeddah gebracht. Das ist so ein typischer Autotransporter hier in Saudi-Arabien. Ich nutze die Zeit und fahre da mal auf einen kleinen Hügel hoch. Vielleicht kann ich euch das Camp in der Größe zeigen. Zwar nicht sehr hoch, vielleicht, ja, es wird wohl nicht reichen. Hier im Hintergrund die Stadt von Heil. Dann das Ende des Camp. Wir stehen in Reihe 11, das ist auf der rechten Seite. In der Mitte kommt dann das ganze Catering und die offiziellen Zelte, also Mediabereich und so weiter. Und links dann noch der Heliport und viele Motorradteams. 19 Uhr, Adi und Ernst sind mit dem Peugeot auch ins Camp eingefahren. Sichtlich erschöpft, aber die Stimmung ist gut. Das Auto kommt selber angefahren, ist immer ein gutes Zeichen.
Ernst, wie war's? Sehr schön. Also Marathon-Etappe, das war der richtige Ausdruck dafür. Wir sind gestern bis ins Camp gefahren und da sind mehrere Prüfungen natürlich gewesen. Navigationsetappe und auch die Geschwindigkeitsetappen, was man gefahren sein. Landschaftlich wunderschön, also das wäre ein super Urlaubsland. Wir haben uns also mit unseren Zweirädern ist das natürlich ganz was anderes. Es ist die Herausforderung, die wir uns eigentlich gestellt haben von Anfang an. Haben wir gesagt, wenn wir mitfahren mit Zweirad. Aber das hat es uns voll bestätigt jetzt. Wie viele Zweiradautos hat es? Weißt du das? Nicht viele. Also wir wissen, es ist ein Porsche ist dabei. 2 Porsche sind dabei. Unserer, die Enten, also die 2 CV sind Vierrad, beide. Porsche sind sogar 3, weil das ist der 924er Porsche Ja, und 290. genau. Also 3 Porsche sind dabei. Natürlich haben die vielleicht Heckmotor und Heckgetrieben, ist ein bisschen ein Vorteil. Aber wenn es schwierig wird, ist für alle schwierig. Wir haben uns heute, also das war eine super Sache von der Navigation her mit Adi. Wir haben uns von einer harten Fläche auf die nächste gerettet, mussten teilweise parallel zur Piste fahren, weil es einfach unmöglich war, auf der Piste zu fahren, auch aufgrund von den tiefen Spurrillen, die waren. So konnten wir maximal mit einem Rad drinnen fahren. Das zweite musste immer außerhalb sein. Natürlich ist es da dann kreuz und quer über Kamelgras und Felsen und alles, was rum war, was ein bisschen harter war, haben wir benutzt. Das ist, fällt mir gerade eine Passage ein, die sehr schwierig war. Da sind wir auch letztendlich dann hängen geblieben. Aber da hat uns dann eine Frauenmannschaft mit dem Truck rausgezogen bis auf die nächste Steinfläche. Und von dort ist dann wieder alleine losgegangen bis ins Etappenziel. So, morgen Rest Day. Denn wir haben uns jetzt schon im Auto gesagt, hoffentlich ist das morgen, weil noch ein Tag wie heute wäre fast zu extrem. Nee, ist morgen. Ja, ist fein. Dann kommt gut an. Danke für die Zeit. Ja, danke. Man könnte auch duschen. Ja? Man könnte auch duschen. Eine Staubdusche, oder? Weil wir sind ja die staubigen Brüder, was? Wieder ausgefein machen. Brauchst du noch ein bisschen mehr, Adi? Hä? Da brauchst du noch ein bisschen mehr. Ja, aber jetzt, heute freue ich mich auf alle Fälle auf eine gescheite Dusche, auf eine richtig heiße Dusche und einfach mal auf ein gescheites Bett. Es war unheimlich kalt im Marathonbiwak. Wir haben heute noch früh so viel Eis auf dem Dach droben gehabt und so. Und dann nur mit so einem kleinen Outdoor-Schlafsack. Das war schon eine Herausforderung und so. Aber wir sind jetzt wieder da und sind super froh und zufrieden, dass es heute wieder alles gut gelaufen ist. Sehr gut. Es ist 7:45. Bei vielen Classic-Teams sind die Autos noch nicht da, aber wir gehen jetzt trotzdem mal auf den Rundgang, mal schauen, wer schon da ist. Hier bei unseren Nachbarn stehen die Autos, aber gearbeitet wird nicht oder noch nicht. Vielleicht will man das bewusst auch erst morgen beim Tageslicht machen. Morgen Rest Day.
Das sind 3 Polaris Side-by-Sides. Godverdomme, dat doen we nou nog makkelijker. Eruit. Niet eruit, hè? Es hat unglaublich viele Ausfälle bereits in der ersten Woche gehabt. In der ersten Woche hat es schon bereits viele Ausfälle in Classic, bei den Side-by-Sides oder bei den Lastwagen. Überall stehen Fahrzeuge auf dem Anhänger oder stehen sonst bereit zum Abtransport. Das merkt man auch im Camp. Es hat generell schon viel mehr Platz als am Anfang. Schweres Gerät braucht schweres Werkzeug. Gut hat man hier einen LKW dabei, wo man vermutlich was anheben kann oder was richten. Aber nee, das ist angehoben. Ein Anhänger mit Reifen. Vermutlich haben die noch mehr dabei als nur das, aber es ist schon gewaltig, wie viele Reifen das hier benötigt werden. In den Kommentaren wurde gewünscht, dass ich auch mal zu Honda gehe. Das ist irgendwie aber nicht ganz einfach oder für mich ein bisschen unangenehm, weil es ist alles weiträumig abgesperrt. Hier hat sogar einen großen Eingang, so sieht so offiziell aus, vermutlich für morgen, aber es steht auch sonst. Und wenn man sieht, hier ist abgesperrt. Und die Zelte, wo die Motorräder stehen, sind ja, 25 Meter weg. Da fühlt es sich dann einfach komisch an, da einfach reinzugehen und zu filmen. Man könnte fragen, aber irgendwie, vermutlich wollen sie es nicht. Hi. Can you please tell us a little bit about the last 2 days marathon stage? Basically, I am in survivor mode. I'm so tired. And during the specials, yesterday was very rocky. Today was beautiful to ride, but I'm very low on energy, so I'm focusing only on getting to the finish of the stage. I liked the marathon stage where we slept all together. It was very nice atmosphere, and it's the night I slept the most. Oh, really? Yes, because then in the morning we just got dressed there and was immediately special stage. But this Dakar is proving to be the toughest I've ever done, because every special stage is so many kilometers and pretty technical in some sections that basically I always reach the finish almost when it becomes night. Luckily, I managed to always arrive in the day, but it's very challenging. And at the moment, I'm not racing against the other riders, I'm racing against myself. It's for me an introspective journey to see which are my limits. And what about the bike? Still fine? Yeah, for now the bike I haven't had any major issues. I mean, from the crashes I banged it up, so bent a bit the front,
fixed it, but the bike is proven to be good. Since my first Dakar, I have one rule. Dakar, you need to come with a brand new bike. Doesn't matter which bike, but it has to be brand new. And luckily, since I started doing like this, I never had to do too much work on the bike. Thank you very much and have a good rest. Thank you. Bye. Eine Annahme, dass überall heftig geschraubt wird, die ist falsch. Bei vielen stehen die Autos einfach da, niemand ist am Arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass die Mechaniker dann morgen die Zeit nutzen. Generell, es ist ruhig hier im Camp, wie erwähnt, es hat Platz und alles ist ein bisschen ruhiger. Es hat auch viele Gäste, externe Gäste. Man kann hier Tageseintritt lösen und vor allem morgen am Restday wird das vermutlich rege genutzt. Und daher überall laufen Personen rum, die von extern kommen und auch gewisse oder manche Teams haben bewusst dann ihre Zelte zugemacht und abgesperrt, dass sie in Ruhe arbeiten können, weil es sind jetzt doch mehr, ich sage jetzt mal, Zivilisten hier im Camp, als es sonst normalerweise ist. Wir sind am Ende vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked bitte dieses Video. Fragen wie immer gerne in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert bitte unseren Kanal. Es würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist bei Time Out Racing. Ich gehe jetzt schneiden und euch wünsche ich eine gute Nacht oder einen guten Morgen.